Hallo zusammen. Wir machen heute mal einen kleinen Roadtrip, aber keinen normalen Roadtrip. Der folgende Ausflug wurde schon mal gemacht, und zwar von zwei etwas anstrengenden Teenagern. Die Rede ist von Mike und Chick aus dem gleichnamigen Film Chick von Fatih Akin. Der ist 2016 in die Kinos gekommen und falls ihr den gesehen habt, dann wisst ihr ja, was passiert. Die beiden klauen einen Lada und machen sich dann auf den Weg in die Walachei. Auf dem Weg dorthin erleben sie das ein oder andere Abenteuer, aber sie kommen auch an der ein oder anderen sehr idyllischen Landschaft vorbei. Und genau die gucken wir uns heute an. Jetzt muss ich nur noch irgendwo einen Lada herkriegen. Eine kleine Besonderheit, die der Film Chick mit sich bringt. Und zwar liegen die Drehorte nicht, wie bei vielen anderen Produktionen, alle ziemlich nah beieinander, sondern sie befinden sich in mehreren Bundesländern. Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Der Regisseur Fatih Akin hat mal gesagt, er sei für den Film 20.000 Kilometer durchs Land gefahren, um die perfekten Drehorte zu finden. Und das merkt man auch, denn die Landschaften sind ja wirklich wunderschön, die in diesem Film zu sehen sind. Für uns bedeutet das allerdings auch, dass wir diese Drehorte leider nicht alle an einem Tag abfahren können. Zwischen den einzelnen Szenen liegen teilweise mehrere hundert Kilometer und wir können sie leider auch nicht chronologisch abfahren, weil auch im Film immer wieder zwischen diesen verschiedenen Drehorten gesprungen wird. Darum fangen wir auch nicht, wie im Film, in Berlin-Marzahn an, sondern wir starten erstmal im wunderschönen Harz und zwar auf der Talsperre Wendefurt. Ja, wenn sie nicht gerade als Kulisse für bekannte Kinoproduktionen dient, dann hat die Talsperre Wendefurt tatsächlich eine sehr nützliche Aufgabe, und zwar den Hochwasserschutz. Hier durch den Harz fließt nämlich die Bode und die Talsperre sorgt dafür, dass die Ortschaften entlang dieses Flusses nicht überschwemmt werden. Errichtet wurde dieses imposante Bauwerk ab 1957. Für Besucher ist es frei zugänglich, genau wie die wunderschöne Natur drumherum. So, dann lasst uns doch mal direkt das machen, was am allermeisten Spaß macht, nämlich lasst uns mal die Originalschauplätze des Films finden. Und ich laufe, glaube ich zumindest, direkt auf einen zu, denn die erste Szene aus dem Film ist diese. Die drei Protagonisten wachen morgens im Lader auf und merken dann, dass sie auf einer schönen Talsperre stehen und gucken dann verwundert nach unten und sehen, wie schön das hier ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass das da wahrscheinlich irgendwo gedreht wurde. Hier sehen wir eine kleine Bucht auf dieser Talsperre und das muss der Ort gewesen sein, der ganz zu Anfang in der Szene zu sehen ist, wo der Lader eben auf dieser kleinen Bucht steht und wo die drei dann hier von dieser Plattform runtergucken auf den See. Das macht aus vielerlei Hinsicht im echten Leben keinen Sinn, denn hier stehen so Hütten auf diesem Ding und so Pömpel. Und abgesehen davon ist es auch abgesperrt. Also es müsste schon sehr viel passieren, dass man hier ganz durch Zufall mit seinem Lader mitten in der Nacht auf diese Talsperre fährt und dann da parkt. Das ist eigentlich nicht möglich. Und es macht auch aus einem anderen Grund im echten Leben keinen Sinn, weil Chick hätte von da kommen müssen. Er hätte von da kommen müssen, wäre dann hier mit seinem Lader reingefahren, hätte hier gedreht und sich dann auf diese Plattform gestellt. Denn von der Seite kann man gar nicht auf die Talsperre fahren. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, schaut mal hier, das ist das Ende dieser Talsperre. Und da sehen wir auch schon, hier ist überhaupt gar keine Straße oder sowas. Da ist nur so ein kleiner Wanderweg. Das heißt, wenn man hier mit dem Auto hinfahren wollen würde, müsste man über diesen kleinen Weg da fahren, was wahrscheinlich selbst für geübte Autofahrer schwierig sein dürfte. Ja, ich weiß nicht, ein Lader könnte da vielleicht noch so gerade durchpassen. Aber wenn wir uns an die Fahrkünste von Chick erinnern, ich glaube, das wäre nicht gut gegangen. Was tatsächlich kein Fake ist, sondern
bittere Realität. Da hinten gibt es tatsächlich so einen kleinen Bootsverleih. Der ist auch im Film zu sehen. Ja, da laufen dann die beiden Jungs und das Mädel auch hin, brechen da ein ja, baden dann dort im See. Wir können ja einfach mal dahin laufen und mal gucken, ob wir da die Szenen auch wieder erkennen. Ja, hier sehen wir auch schon, auch dieses Unterfangen, was die drei Kids da gemacht haben, war höchstgradig illegal, denn hier ist das Baden und Tauchen tatsächlich verboten. Man darf hier offenbar mit dem Boot durch die Gegend fahren, aber das Baden ist nicht erlaubt. Ah ja, man sieht schon, offenbar ist das tatsächlich sogar eine Gaststätte, die da auf dem See ist, wo man was essen und trinken kann. Eine Piratenflagge ist auch zu sehen. Jo, und da kommen wir auch schon auf die bekannte Brücke, beziehungsweise auf diesen Steg hier. Der rote Steg, wo sich die drei Kids dran vorbei geschlängelt haben. Ah ja, guck, seht ihr es? Da ist sie. Also hier ist auf jeden Fall Natur ohne Ende. Da fliegt wieder so ein Viech. Jo, schaut mal hier, ganz klar zu sehen. Das ist der Steg, an dem sich die drei vorbeigeschlängelt haben. Wenn wir uns das mal hier angucken, zum Vergleich, seht ihr, genau das ist er. Das ist genau derselbe Steg, dieses rote Gitter da. Auch wirklich echt gefährlich da oben mit diesen Dingern da, damit man da bloß nicht drüber klettert und auch nicht dran vorbeiklettert. Ja, die drei haben aber auf jeden Fall vorgemacht, wie man es macht. Also es sind dann mehrere Szenen zu sehen, wie sie hier auf so einem Steg rumlaufen. Das können wir uns jetzt natürlich nicht im Detail angucken, weil wir da nicht hinkommen. Ich vermute aber, dass das wahrscheinlich einer dieser Stege da hinten gewesen ist. Die haben wahrscheinlich einfach die Boote für den Film entfernt und dann sind die einfach da drüber gelaufen. Man sieht auf diesen Aufnahmen immer die Talsperre rechts im Hintergrund. Die ist jetzt von hier aus gesehen dort irgendwo. Das heißt, das kommt ganz gut hin. Ja, und irgendwo da auf dem Wasser sind dann halt auch eben diese wichtigen Szenen entstanden, wie zum Beispiel die hier. Mike verknallt sich in Isa und dann kommt Chick aber mit dem Frühstück vorbei und trennt die beiden wieder. Ja, ich vermute, dass irgendwo dann da im Wasser eben dieser Steg lag und dass das dann von da gefilmt wurde. Da können wir jetzt natürlich leider nicht drauf, deswegen, ja, wir sind ja nicht so illegal unterwegs wie Chick. Zum Glück ist Chick heute auch nicht dabei. Ich glaube, der wird mir gehörig auf die Nerven gehen. Hier sehen wir schon, was alles verboten ist auf dieser Anlage. Mann, Mann, Mann. Festes Schuhwerk muss man anziehen. Ich glaube, das hatten die drei auch nicht. Rennen, Schubsen, Drängeln ist nicht erlaubt. Ich glaube, das wurde auch mehrfach missachtet. Das Aufschaukeln der Steganlagen ist auch verboten. Ja, und das wird im Prinzip alles zur Anzeige gebracht, was man sich so vorstellen kann. Ich glaube, da wartet noch die ein oder andere Anzeige auf unseren Chick. Falls ihr diesen Drehort mal besichtigen wollt, könnt ihr das übrigens auch mit einer kleinen Wanderung verbinden. Ich habe nämlich gesehen, da hinten direkt über die Talsperre führt der sogenannte Harzer Hexenstieg, ein knapp 100 Kilometer langer Wanderweg. Also wenn ihr euch mal ein bisschen sportlich austoben wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal da drüber laufen und dann kommt ihr auch hier an diesem bekannten Drehort von Chick vorbei. Ja, aber wir sagen für heute erstmal Ahoi, auf Wiedersehen. Passte wohl nicht mehr ganz drauf. So, wir laufen jetzt hoch zur Burg Regenstein. Ein wichtiger Drehort im Film und auch ein absolutes Top-Ausflugsziel hier im Harz. Es ist ein Wochentag und der gesamte Parkplatz ist voll. Das bedeutet, wir werden dort gleich nicht besonders viel Ruhe haben, um uns genau die Drehorte anzugucken. Aber ein Versuch ist es zumindest wert. Ich glaube, ich weiß inzwischen, warum Chick so geworden ist, wie er geworden ist. Diese Verbotsschilder, die hier an jeder Ecke stehen, die triggern einen so hart, einfach irgendein Verbot zu missachten. Wusstet ihr das eigentlich schon? Mich wundert ein bisschen, dass Chick sich nie auf dieses Geländer hier gesetzt hat. Aha, guess what verboten ist? Das Einritzen in den Fels und Beschädigungen am Mauerwerk. Mein Gott, Chick, was ist eigentlich mit dir? So, und da sind wir auf der Burg Regenstein. Wie man hier sieht, man hat da nicht viel geändert. Man hat das einfach so belassen, wie es auch einfach in der Realität ist. Da ist sie, die wunderschöne Burg. Und dann würde ich sagen, machen wir doch mal
genau dieselbe Touri-Tour wie Chick und seine Freunde. Die Burg Regenstein stammt aus dem Hochmittelalter. Berühmt wurde sie vor allem durch den Grafen Albrecht II. Von Regenstein, der häufig Streit mit den Regierenden der umliegenden Städte gehabt haben soll. Darüber wurden damals sogar Gedichte geschrieben. Heute kann man hier, wie Chick es formulieren würde, Urlaub machen. Die Burg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Außerdem finden hier jedes Jahr, wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt, Ritterspiele und ein Garnisonsfest statt. Der Eintritt kostet 3 Euro. So, hier haben wir einen Drehort gefunden aus dem Film. Tada, da ist sie, die Burg Regenstein. Man hat nicht viel verändert. Hier vorne sieht man in der Realität tatsächlich noch so ein Geländer. Ich vermute einfach, dass die Kamera ein kleines bisschen weiter vorne gestanden hat. Ja, so wahrscheinlich. Da hat man also für den Film nicht viel verändert, nichts dazugestellt. Das ist alles genau so geblieben. Und die nächste Szene ist dann ja, wie die 3 dann die Treppe hochgehen. Das ist diese Treppe gewesen. Die war früher wohl noch grün. Und dann müsste uns da oben eigentlich die Wahnsinnsaussicht erwarten, die dann in dieser Szene zu sehen ist. Ja, und dann war ich tatsächlich erstmal ein bisschen verwundert, denn die tolle Aussicht, die gibt es hier tatsächlich. Aber die Plattform, auf die die 3 da laufen, die sieht so aus. Im Film allerdings sieht das so aus. Die sitzen da auf so einem Felsvorsprung, komplett ohne Geländer. Ergo ein Ort, der so mit ziemlicher Sicherheit nicht für Besucher zugänglich ist. Ich habe dann mal runtergeguckt und da ist tatsächlich unterhalb der Besucherplattform so ein kleiner Felsvorsprung, ziemlich klein, ohne Geländer. Da wurden auch Sachen in den Stein geritzt, also genauso wie es auch im Film erwähnt wird. Die Landschaft drumherum passt auch. Das ist dann offenbar auch der Ort, wo diese Szene gedreht worden ist. Aber da kann man als Besucher nicht so einfach hin. Ja, also das Einritzverbot, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also wenn man sich diese Burg mal anguckt, an jeder Ecke, wirklich jede Ecke ist voll geritzt mit irgendwelchen Namen, Buchstaben und sonst irgendwelchen Zeichenkombinationen. Naja, guck mal, Hugo. Gut, aber verlassen wir die Burg Regenstein mal wieder und verabschieden uns erstmal von Isar. Und zwar genau hier. So, das war die Burg Regenstein. Ich empfehle euch auf jeden Fall, kommt hier unter der Woche hin. Also der ganze Parkplatz ist wirklich voll. Auf der Burg war es okay. Also es waren nicht so viele Leute jetzt da. Man stand sich nicht im Wege rum. Ich möchte aber gar nicht wissen, wie das hier am Wochenende, am Samstag oder Sonntag ist. Also kommt am besten wirklich unter der Woche. Das waren jetzt aber auch schon die einfachen Ausflugsziele. Ab jetzt wird es richtig tricky. Und wir müssen hier ein bisschen Detektivarbeit leisten. Ja, der nächste Ort, den ich mir angucken möchte, ist nämlich das Riisi-Biisi-Dorf. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist der Ort, wo Mike und Chick ankommen, eigentlich auf der Suche nach einem Supermarkt sind, aber dann auf diese Bio-Mutter stoßen, die sie dann zum Riisi-Biisi-Essen einlädt. Man findet im Internet heraus, dass das alles wohl in dem Ort Kütten gedreht worden ist. Man findet allerdings leider nicht die Straße heraus, wo das alles gedreht worden ist. Der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, sind diese gelben Schornsteine, die da oben sind. Das heißt, wenn wir da gleich mal durchfahren, müssen wir darauf achten, ob wir irgendwo diese gelben Schornsteine finden. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist diese Szene, die dann direkt danach folgt. Und zwar ist das die, wo Mike und Chick das Riisi-Biisi-Dorf wieder verlassen, über diesen gepflasterten Kopfsteinpflasterweg. Hier steht der Lader unter so einem Baum. Und dann kommt die wichtige Szene, wo Chick und Mike sich trennen müssen, weil nämlich der Polizist aufmerksam wird auf die beiden und Chick kontrollieren will und er rast dann davon. Und hier habe ich schon mal was gefunden. Und zwar habe ich hier mal auf Google Maps in der Satellitenansicht geguckt, wo denn wohl so eine einsame Straße am Ortsausgang ist, mit so einem Baum. Und ich habe tatsächlich in der Satellitenansicht eine gefunden, und zwar genau hier. Hier sieht man auch tatsächlich so eine Scheune rechts daneben, was auch in dem Film tatsächlich zu sehen ist. Das heißt, das könnte tatsächlich der Ort sein, wo diese Sachen gefilmt worden sind. Ja, und das hier müsste eben Kütten sein, also das aus dem Film bekannte Riisi-Biisi-Dorf. Keine Ahnung, ob wir das jetzt finden, ob ich richtig liege mit meiner Vermutung, aber hey, das hier ist ein anerkanntes Detektivformat, also werden wir jetzt wieder als Detektive tätig. Auf geht's, würde ich sagen.
Road to Kütten, ey. Es ist echt wahnsinnig nervig hier auf diesen... Oh Gott, ey. Echt wahnsinnig nervig auf diesen Straßen hier zu fahren. Ich weiß nicht, wie Chick das gemacht hat, aber... Also wenn ich das tagelang machen müsste... Ne. Hör mir auf. Dafür bin ich zu alt. Das überlasse ich dann doch lieber 2 wild gewordenen Teenagern. Oh Gott, es wird auch nicht besser, ey. Es wird immer holpriger. Ja, hier ist so ein kleiner Wald. Seht ihr den da links? Möglicherweise ist das auch der Wald, wo Mike, nachdem er vor dem Polizisten flieht, mit seinem Fahrrad, beziehungsweise mit dem geklauten Fahrrad, sich versteckt. Im Naturschutzgebiet sogar. Krass. Wurde auf jeden Fall ziemlich viel weggeholzt hier. Moment mal. Ja, ich glaube, ich habe wirklich durch Zufall den Drehort der Waldszene gefunden. Eigentlich hat mich die gar nicht so interessiert, aber es ist tatsächlich, glaube ich, hier gedreht worden. Ich blende euch mal kurz die Szene aus dem Film ein. Man sieht da Mike mit diesem geklauten Fahrrad und man sieht auch, wie er von einem Kopfsteinpflasterweg, der wirklich diesem hier sehr ähnlich sieht, dann links, beziehungsweise rechts in ein Waldgebiet reinläuft. Und wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, hier, schaut mal, das sieht dem schon recht ähnlich aus. Da ist auch so ein kleiner Trampelpfad, der hier in den Wald reinführt. Also es würde mich wirklich nicht wundern, wenn das hier gedreht worden ist. Ja, aber es macht auch dramaturgisch wieder nicht so richtig viel Sinn, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Fahren wir erstmal ein bisschen weiter, weil da müsste dann ja gleich die Polizistenszene zu finden sein. Nach 200 Metern erreichst du das Ziel. Jo, so sieht es wohl aus. Wir müssen jetzt hier links abbiegen. Und, oh ja, das sieht wirklich gut aus. Ich glaube, mein Detektivinstinkt war richtig. Ich glaube, wir haben genau den Ort gefunden, den ich gesucht habe. Wir fahren direkt drauf zu. Der Baum, rechts diese Scheune, das ist der Ort, wo die Polizistenszene gedreht worden ist. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir drehen mal mit unserem Lader hier und fahren den mal dahin, wo der Lader von Chick stand, damit wir die Szenen ein bisschen besser vergleichen können. Gut, ich habe ein kleines bisschen scheiße geparkt. Ich gebe es zu, der Lader stand ein bisschen weiter unter dem Baum. Ey, was kannst du eigentlich, Matthias? Egal, aber trotzdem ist das hier genau die Szene, die ich gesucht habe. Es sieht alles ähnlich aus. Links sieht man den Baum, man sieht den Kopfsteinpflasterweg. Auch hier rechts diese Koppel. Ich vermute, dass das hier irgendwie so ein Pferdehof oder irgendwie sowas ist. Genau. Und man sieht auch da hinten, es wurde praktisch nichts verändert. Da hinten ist auch ein Ortsausgangsschild zu sehen. Das allerdings wurde im Film, soweit ich weiß, doch verändert, denn der Ort heißt in dem Film nicht Kütten. Der heißt irgendwie anders. Ja, kurzer Einwurf aus dem Off. Der Ort im Film heißt Preußitz, sieht man hier und auch da. Ein Ort, den es übrigens tatsächlich ganz in der Nähe gibt, aber offenbar war er nicht gut genug, um dort den Film zu drehen. Auch hier nochmal zum Beweis von der anderen Seite. Da ist er, der Baum. Oh, interessanterweise hat man das Schild abmontiert. Seht ihr das? Da ist so ein Kurvenschild. Das ist im Film interessanterweise nicht zu sehen. Da hat man ein bisschen gefuscht. Hier sehen wir Chick im Auto, wie er versucht, das Auto zu starten. Im Hintergrund sehen wir eben diese Scheune. Sehen wir jetzt hier auch. Ne? Wurde also an genau dieser Stelle gedreht. Hier versucht der Polizist, Chick vom Autofahren abzuhalten, was natürlich schief geht. Das wurde genau hier gedreht. Ja, Mike ist ganz entsetzt, weil Chick gleich ohne ihn losfahren wird. Diese Szene wurde hier gedreht. Das Ortsschild ist an genau derselben Stelle. Es steht nur was anderes drauf. Ja, und dann gelingt es Mike, das Fahrrad des Polizisten zu klauen und er flieht mit dem Fahrrad in diese Richtung. Auch da hat sich nicht viel verändert. Ihr seht da die Häuser rechts an der Seite. Ihr seht die Bäume da, die jetzt natürlich keine Blätter haben, logischerweise. Auch da hinten so eine Scheune oder irgendwie sowas. Also da hat man für den Dreh praktisch nichts verändert. Aber hier kommen wir noch mal auf den Wald zu sprechen.
dass Mike in die Richtung da flieht, macht eigentlich keinen Sinn. Erinnert euch vielleicht an das Waldstück, was ich euch gerade gezeigt habe. Wir sind nämlich aus der Richtung da gekommen und der Wald ist da. Ich glaube nicht, dass Mike jetzt irgendwie dahin geradelt ist und dann da einen Bogen gemacht hat, um dann wieder auf der Straße zu landen. Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen, Mike hätte eigentlich in die Richtung radeln müssen, also in die Richtung, wo auch Chick hingefahren ist, um bei diesem Waldstück zu landen. Gut, aber wir wollen mal nicht so kleinig sein, ne? Ich habe jetzt gerade leider kein Bild vorbereitet, aber ich glaube auch diese Platten waren im Film zu sehen. Ich glaube, da pinkelt Mike irgendwo hin, da oder so. Das sind die kleinen Details, die wirklich alle interessieren. Ja, ich weiß. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Die Platten waren da. Das Schild haben sie aber abmontiert. So, der Plan ist jetzt folgender. Wir lassen mal den Motor an und wir fahren jetzt mal erstmal einmal schön mit dem Auto durch dieses Dorf durch, in der Hoffnung, dass wir zumindest schon mal irgendwelche Anhaltspunkte erkennen können, wie zum Beispiel eben diese 2 gelben Schornsteine. Ob das klappt, keine Ahnung. Ich möchte keine Versprechungen machen, aber bislang haben wir ja Glück gehabt, ne? Und wenn wir dann nichts finden, dann laufen wir mal zu Fuß durch das Dorf und versuchen vielleicht mal den ein oder anderen Anwohner anzuquatschen, ob der vielleicht weiß, wo diese Szenen gedreht worden sind. Ja, links, rechts, links. Wir fahren mal geradeaus. Oh fuck, Leute. Ich glaube, ich habe es schon gefunden. Ich habe es schon gefunden. Ein kleiner Blick nach rechts hat schon genügt und ich habe es gefunden. Das ist ja unfassbar. Warte mal. Wir fahren mal ein Stück zurück. Ja, ich glaube, ich habe es schon gefunden. Wir parken mal hier irgendwo. So Leute, da sind wir. Kommt euch das bekannt vor? Ja, das war jetzt wirklich ein absoluter Glücksgriff. Es hat wirklich nur 2 Sekunden gedauert und dann habe ich diesen Ort hier gefunden. Ich sehe aber jetzt schon, es sieht hier ein kleines bisschen anders aus als noch vor 5 Jahren, als der Film Chick gedreht worden ist. Ja, ich zeige es euch mal genau. Ja, schaut mal hier. Wir sehen hier in dieser Szene Mike und Chick die Straße entlang laufen. Da hinten so ein altes Wohnhaus. Das ist genau hier gefilmt worden. Aber wie ihr jetzt schon hier seht, das ganze Grün, was noch in der Szene zu sehen war, ist weg. Da ist jetzt so ein Bauzaun zu sehen. Und irgendwas wird hier auf diesem Gelände tatsächlich abgerissen, gebaut. Ich glaube eher abgerissen. Seht mal da. So ein altes Haus offenbar. Also ich vermute, dass dann hier links, als der Film gedreht wurde, noch so eine alte Häuserruine oder irgendwie sowas war. Und eben halt noch sehr viele Bäume. Und die sind jetzt tatsächlich weg. Ja, und wenn wir nochmal 3 Schritte zurückgehen, dann sehen wir, auch hier hat sich tatsächlich was verändert. Schaut mal hier das Haus links an der Seite. Das war früher auch wirklich so ein ganz altes Gebäude. Und das ist jetzt offenbar ein Neubau. Das ist ein ganz neues Haus, was hier gebaut worden ist. Ich habe mir gerade kurz gefragt, ob vielleicht einfach nur die Fassade neu gemacht worden ist. Könnte auch sein, aber das sieht mir eher aus wie ein Neubau. Das heißt, hier hat sich in dieser Straße tatsächlich in den letzten 5 Jahren eine ganze Menge verändert. Alte Bauten weg, neue Häuser hin und das Grün ist auch verschwunden. Drehen wir uns einfach mal unauffällig um. Zack. Auch da sehen wir, hier hat man nichts gefaked in dieser Szene. Auch diese Szene wurde tatsächlich in derselben Straße gedreht. Hier sehen wir die 3 Kids von hinten. Und das Einzige, was hier halt neu ist, ist eben dieses alte Gebäude hier rechts. Das existiert einfach nicht mehr. Da steht jetzt dieser Neubau. Aber der Baum ist noch da. Und ja, auf der Filmszene sieht man auch unter dem Baum diese Pöller. Die sind auch geblieben. Da hat sich nichts verändert. Links der Strommasten, vorne das Haus. Da hat sich tatsächlich nichts geändert. So, und hier nochmal ein paar Schritte zurück. Diese Szene. Wie hieß dieses nervige Streberkind da unten links eigentlich nochmal? Fridolin? Friedemann? Irgendwie sowas, ne? Auf jeden Fall standen die 3 damals hier. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das vielleicht einfach nur
Das ist gar kein Neubau. Guckt mal hier, da ist noch dieses alte Gemäuer zu sehen. Schaut mal da. Das ist kein Neubau, das haben die einfach neu gemacht. Das ist restauriert. Das ist ein altes Haus, was sie restauriert haben. Abgefahren. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Jo, und hier haben wir dann die Szene, unsere Biofrau kommt und lädt Chick und Mike zum Essen ein. Das wurde hier gedreht. Wir gehen jetzt natürlich nicht da auf den Hof drauf, weil das 100%ig Privatgrund ist. Aber was mich schon interessieren würde, ich möchte jetzt einmal kurz wissen, ob diese gelben Schornsteine tatsächlich irgendwo da hinten zu sehen sind. Und das ist wirklich interessant. Das ist wirklich interessant. Da sind nicht diese gelben Schornsteine zu sehen. Kein Wunder, dass ich das auf Google Maps in der Satellitenansicht nicht gefunden habe, weil da sind keine Schornsteine. Dafür so ein total abgewracktes Haus. Das ist übrigens die Straße da hinten. Da bin ich hergekommen und habe einfach nur nach rechts geblickt und ich habe sofort diesen Hof hier entdeckt. Das war wirklich, also innerhalb von 2 Sekunden pures Glück. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich muss hier 700 Mal durch das Dorf laufen, bis ich das finde, aber nee. Manchmal hat man einfach Glück. Ey, hätte ich gewusst, dass das alles so wahnsinnig gut läuft, dann hätten wir heute vielleicht doch sämtliche Drehorte dieses Films besuchen können. Aber so viel habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Gut, aber wir können immer noch scheitern. Denn jetzt kommt der letzte Drehort. Der letzte knifflige Drehort vor allem. Und zwar das Maisfeld, das berühmte Maisfeld, durch das Chick und Mike mit dem Lader gefahren sind, bis sie von einem Bauer erwischt wurden. Dieses Maisfeld soll 1 Stunde von hier entfernt sein und mal gucken, ob wir es finden. So, er sagt 700 Meter noch. Das sieht jetzt hier irgendwie noch so gar nicht nach einem Maisfeld aus, aber ja, wir müssen auf jeden Fall aus diesem Ort hier raus. Links abbiegen auf Teichstraße. Naja, offenbar hier. Schauen wir mal. Aha. Nach 400 Metern erreichst du das Ziel. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil hier ist eine Sackgasse. Oder? Oder nicht? Ach ja, guck mal. Oh ja. Okay, alles klar. Ja, das sieht hier zwar noch nicht so aus wie das, was ich mir vorstelle, aber das Kraftwerk, was ihr da hinten seht, das ist auf jeden Fall auch im Film zu sehen. Das ist der Anhaltspunkt, an dem ich mich orientiert habe. Das ist da nur so ganz leicht zu sehen und man sieht nicht viel. Auch diese ganzen Strommasten, die ihr seht, auch die sind im Film zu sehen. Das sind alles jetzt gute Anhaltspunkte, aber diese Straße hier, die sieht ehrlich gesagt noch nicht aus wie das, was ich mir vorstelle. Wir fahren mal noch ein Stück weiter, mal gucken, was passiert. Okay, guck mal hier. Wir haben das Kraftwerk direkt vor uns. Ach, warte mal, pass auf. Wenn das Kraftwerk direkt vor uns ist, man sieht in der Szene das Kraftwerk im Hintergrund und hier geht eine Straße links rein. Ich glaube, das könnte der Weg sein, den wir suchen. Also wenn er das jetzt wirklich ist, dann war mir das heute echt alles zu einfach. Es macht ja gar keinen Spaß, wenn man alles sofort findet. Ach, das ist ja interessant. Das ist ja wirklich interessant. Okay, wir parken mal und dann zeige ich euch die größte Enttarnung der Filmgeschichte. Ja. So, also wir befinden uns hier wirklich in einer sehr industriell geprägten Gegend. Guckt euch das mal an. Hier ein Kraftwerk, da noch sowas. Und hier wird irgendwas mit Strom gemacht. Irgend so ein Stromkraftwerk. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber ich drehe euch mal das Mikro um. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, wie krass das knistert. Ist auf jeden Fall ordentlich Saft drauf. Und im Film sieht das tatsächlich auch gar nicht so aus, dass das so industriell hier ist, ne? Also ich habe das schon gesehen. Ich habe mich ja an diesen ganzen Strommasten so ein bisschen orientiert, um diesen Drehort zu finden. Und an dem Kraftwerk. Aber weil da dieser ganze Mais war, sah das eigentlich eher nach schöner grüner Natur aus und nicht
nach so einem komischen, platten Industrieland hier. Also schön ist das nicht. So, jetzt aber zum größten Skandal der Filmgeschichte. Ich zeige euch jetzt, wo der Drehort genau ist, wo Chick und Mike mit dem Lader hergefahren sind und dann fällt euch vielleicht was auf. Schauen wir uns die Szene mal genauer an. Wir haben hier die beiden mit ihrem Lader, die fahren in so einen kleinen Weg rein. Ein Blick aus dem Auto heraus. Wir sehen einen Weg, rechts ist das Maisfeld, die beiden fahren fröhlich entlang. Das müsste auch derselbe Weg gewesen sein, den wir gerade genommen haben, außer dass bei uns eben noch kein Mais da war. Und dann kommen wir hier zu der wichtigen Szene. Der Lader steuert auf diese Pömpel da hinten zu. Hier links sehen wir einen Strommasten. Und dann kommt ja die wichtige Szene, wo Chick sagt, da sind Pömpel, ist mir egal. Ich fahre doch jetzt nicht wieder den ganzen Weg zurück. Wir machen das jetzt anders. Und dann fährt er hier rechts in so eine kleine Straße rein. Da rechts seht ihr, in so einen kleinen Weg, um dann mal so richtig Vollgas zu geben und dann zack, ab ins Maisfeld zu brettern. So, und jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß mal einmal in der Realität an, ob das denn eigentlich realistisch ist. Wir haben hier die Szene und sehen schon hier, genau, da sind überhaupt gar keine Pömpel. Also man könnte eigentlich theoretisch einfach da weiterfahren und man würde, ich weiß nicht, ob ihr die Autos gerade gesehen habt, auch da hinten einfach auf einer großen, fetten Hauptstraße landen. Der Mast hier ist tatsächlich auch da und hier ist auch eben dieses, wie auch immer man das nennt, E-Werk, nennt man das E-Werk? Keine Ahnung. Aber hier, wenn wir jetzt mal nach rechts gucken, also der Weg, wo die beiden durchgefahren sind, das sieht schon irgendwie ein kleines bisschen anders aus, oder? Da ist nämlich irgendwie gar kein Weg. Gucken wir uns das mal ein kleines bisschen genauer an und dann sehen wir, ach du heiliger Bimbam, da ist überhaupt gar kein Weg, aber dafür ist da jetzt eine, ja, ich nenne es mal illegale Müllhalde. Schaut mal hier. Das haben offenbar ein paar Vollidioten genutzt, um hier ihren Scheiß loszuwerden. Da steht einmal so ein komischer Stuhl. Hier liegt Zeugs rum, da hinten noch eine Tonne. Wer weiß, was hier alles rumliegt. Aber einen Weg gibt es hier nicht. Und ich würde jetzt mal, ohne es genau zu wissen, vermuten, dass hier auch nie wirklich ein Weg existiert hat. Das macht relativ wenig Sinn. Wenn man als Bauer auf das Maisfeld da fahren wollen würde, könnte man einfach hier rumfahren und dann zack da drauf. Deswegen macht es keinen Sinn, hier einen Weg zu haben. Und ich vermute, das, was hier zu sehen ist, das wurde extra für den Film, ja, angelegt. Da wurde wahrscheinlich extra ein Weg gemacht. Da wurde dann auch einfach Schotter hingekippt. Ja, und nachdem die Dreharbeiten vorbei waren, hat man das dann einfach wieder zuwachsen lassen. Andere Theorie ist natürlich die, hier war vorher ein Weg, aus welchen Gründen auch immer. Gibt zwar keinen richtigen Grund. Und der wird einfach heute nicht mehr genutzt. Das kann natürlich alles sein. Aber dass hier Müll rumliegt ohne Ende, das ist auf jeden Fall wirklich nicht schön. Das sieht richtig scheiße aus. Und wer weiß, was in diesem Fass da drin war. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hätte jetzt hier so ein wirklich idyllisches Gebiet erwartet. Und dann, was kommt dann? Nur Strommasten, Kraftwerke, Müll. Nee, tut mir leid. Also mein Roadtrip ist nicht so idyllisch wie der von Chick. So, ich bin jetzt nochmal um den Müll herumgelaufen auf die andere Seite. Hier stehen wieder so zwei Pfähle. Das ist doch wieder eine super Community-Frage, oder? Weiß einer, wozu die da sind? Habe ich schon öfter mal gesehen, solche Dinger. Die sehen immer gleich aus. Ist doch bestimmt wieder irgendein Fachmann, der genau weiß, wozu das gedacht ist. Schreib's mal in die Kommentare. Ja, das ist jetzt hier der Weg von der anderen Seite, wo die beiden durchgefahren sind. Und das ist dann der Blick auf das damalige Maisfeld. Wenn wir hier mal die Szene davor halten, sehen wir auch genau, da ist das Kraftwerk, da ist der Strommast. Genau, das passt alles. Die Frage ist dann natürlich, wenn das alles hier gedreht worden ist dann auch tatsächlich die Szene, wo sie wieder aus dem Maisfeld herauskommen, hier gedreht worden? Also die Szene, wo der Bauer sie erwischt. Und ich sag mal so, rein theoretisch kann das sein, denn da ist so ein Bauernhof. Keine Ahnung, ob es derselbe ist, der hier zu sehen ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, weil das hier wirklich sehr hügelig aussieht. Und das hier ist wirklich ein bisschen zu platt dafür. Vielleicht vertue ich mich da auch. Vielleicht ist die Szene tatsächlich auch irgendwie
da rund um den Bauernhof gedreht worden. Was wir nur jetzt leider nicht machen können, ist jetzt hier dem Bauer über sein Feld laufen. Das machen wir nicht und dementsprechend bleibt dieses Rätsel ungelöst. Aber gut, wir haben immerhin den größten Skandal der Filmgeschichte aufgelöst. Also haben wir schon mal was getan für heute. Ja, ich glaube, dann haben wir für heute alle Rätsel gelöst. Es war irgendwie einfacher, als ich dachte, aber muss ja auch mal sein. Wenn euch das hier gefallen hat, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wir können natürlich auch gerne noch einen zweiten Teil von so einer Chick-Tour machen. Es gibt ja noch sehr viele weitere Drehorte. Und ja, ich hätte nichts dagegen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke läuten, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und ihr könnt mich natürlich auch bei Patreon unterstützen, denn all das kostet hier natürlich Geld und so könnt ihr mich ein kleines bisschen bei meiner Arbeit supporten. Das war's aber für heute. Ich sag Tschüss und bis zur nächsten Reise.